Hallihallo, und zwar zu einem neuen kleinen Tutorial, und zwar dieses Mal, wie man differenzierte Kollisionen machen kann, und zwar, wie wir denn bestimmen können, welches Objekt mit welchem Objekt kollidiert, was sich auch gut für coole Game-Mechaniken oder Sortiersysteme oder sonstiges gut einsetzen lässt. Deswegen gucken wir ja einfach mal, habe ich hier diesen Versuch aufgebaut, und zwar haben wir jetzt hier zwei Wände offensichtlich, einmal mit einem Collider mit einem Layer drauf und einmal mit einem Collider ohne Layer drauf und hier zwei Bälle. Wenn ich jetzt mal auf Play mache, bupp, sehen wir, die beiden Bälle, wie erwartet, sie kollidieren miteinander. Doch wenn ich jetzt einfach mal W drücke, sehen wir, wupp, er fällt einfach, der andere Ball fällt einfach durch diesen einen Layer durch, als ob er gar nicht da wäre, als ob er keine Kollision hätte. Wenn ich jetzt nochmal W drücke, dann kann ich das wieder wiederholen und er bleibt wieder, ups, ich habe nicht richtig W gedrückt, so, und jetzt bleibt er auch oben wieder liegen. Das ist eigentlich ganz simpel, das ist wirklich schnell gemacht. Denn als erstes müssen wir einmal verstehen, wie funktionieren die Collisions, und das funktioniert eigentlich so gut wie alles in Unity, und zwar mittels den Layern, und die Layer sind einmal hier oben, wie wir schon sehen können, und dann können wir hier die Layer hinzufügen und auch einrichten mit Add Layer und einen neuen dazu schreiben. Dann, wenn wir auf Edit gehen, gehen wir einmal auf Project Settings und dann dort unter Physik. Und dann können wir hier runter scrollen und dann sehen wir diese überhaupt nicht kompliziert aussehende Grafik, aber sie ist ganz simpel, sie hat auch eine Hilfestellung, wie man hier sehen kann. Und da können wir alle Kollisionen sehen, wie was mit was kollidiert. Also quasi simpel gesagt, hier ist der Default Layer und der Default Layer kollidiert mit Layer 1, 2, 3, der kollidiert einfach mit allem. Deswegen ist er auch so riesig lang, logischerweise. Dann der Transparente, eigentlich genau dasselbe, nur dass er halt beim Transparent aufhört. So, und so können wir dann die ganzen Kollisionen per Hand jetzt anmachen und ausschalten, aber das geht natürlich auch per Skript recht einfach und schnell. Und zwar geht das mit einfach nur einer Zeile Code. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Versuch von eben gerade nochmal wiederholen möchte, sage ich einfach nur ein Boolean, Bool, und zwar ein Toggle, so, und dann benutze ich mal mein Easy Input System. Wenn ich auf das alte mal zurücksteigen soll, kann man das gerne machen, falls das jemanden interessiert. Ansonsten nehme ich jetzt mein Input-System, einfach EW, so. Und wie ändern wir das? Also als erstes benutzen wir einmal den Toggle als Wert. Toggle ist gleich, nicht gleich Toggle. Und dann nehmen wir einfach nur wieder die Physics-Klasse, Physics, und dann sagen wir Ignore Layer Collision. Und dann gehen wir da einmal bei die beiden Indexe an, also der Index des jeweiligen Layers, wie zum Beispiel Layer 0 ist halt Default, und jetzt mein Layer da, der Layer 1 ist Layer 15 und Layer 2 ist Layer 16. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen anders nennen sollen. Jetzt können wir dann noch ein Parameter eingeben, und zwar, ob er denn ignoriert werden soll oder nicht. Und da können wir dann einfach Toggle reinhauen, so dass wir das dann hin und her schalten können. Das können wir natürlich mit allem Möglichen machen, dass wir ihn auch sagen können, ja, ignoriere jetzt einfach die Kollision mit Layer 0, also mit dem Default Layer, so dass er dann mit gar nichts mehr kollidieren kann oder halt mit einem spezifischen. Und so haben wir dann auch schon ganz simpel einfach die Kollision umgestellt, auch wieder mit der Physics-Klasse, wie ich ja beim letzten Mal schon gezeigt habe. Damit kann man lustige Sachen machen. Gut, ich hoffe, es hat gefallen und ich hoffe, es findet Verwendung. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!